Carrado. Ja, was ist Carrado? Was steckt dahinter? Wir haben schon viele Carrados gedreht. Wo werden sie gebaut? Kann man damit unbedenklich in Urlaub fahren? All diese Fragen wird uns jetzt der Miljan beantworten. Wir sind in Rottweil und er ist absoluter Carrado-Fan, denn er sagt, was Besseres wie ein Carrado kann man für das Geld nicht kriegen. Ja, es sei denn, es ist ein Affinity. Nee, ist ja kein Kastenwagen. Hallo Miljan. Hi, servus. Habe ich das gut gesagt? Carrado, gibt unglaublich viele Carrado-Fans. Ja, die können ja nicht alle irren. Sie sind recht günstig, oder? Preis-Leistungs-Verhältnis ist klasse bei den Fahrzeugen. Die Autos werden in Neustadt in Sachsen gebaut, also in Deutschland. Und das Werk von der Hümer-Gruppe, also Capron, die haben einen super, super guten Ruf. Und unsere Jungs in der Werkstatt arbeiten sehr gerne an den Autos. Was ist denn anders? Ist das jetzt Full GFK oder ist die Seite Holzaufbau? Die Außenwände und das Dach, die sind aus GFK. Aus GFK. Also ja. Ich habe ein Full GFK Auto. Ja. Ich habe wahrscheinlich eine Verstärkung. Ist da Holz noch drin oder ist der komplett holzfrei? Weißt du es? Ah, da müsste ich spickeln. Muss ich tatsächlich passen. Ist nicht so schlimm. So, wir gucken mal gerade. Aber wichtig ist schon mal, die Außenwände sind aus GFK. Das bedeutet, so diese typischen Rempler, die ich habe, das kennst du ja, jetzt fällt dir was dagegen. Ist mir leider beim Morello passiert, ja, lieber Robert. Du weißt ja, die Tür hinten hat einen ganz kleinen Striemen. Da ist wohl einer gegengefahren, ja. Das kann dir nicht passieren, oder? Das heißt also, das ist, wenn du mal gerade mal mit der Faust mal so ein kleines bisschen malträtierst, ja, der ist ja schon verkauft. Aber da passiert nichts. Nee, da passiert nichts. Alles gut. So, das wäre jetzt schon bei Alu kritisch, oder? Richtig. Wir hatten dieses Jahr einen ordentlichen Hagel bei uns und die Fahrzeuge mit der Alu-Außenwand, das sah katastrophal aus im Vergleich zum GFK. Ja. So, wir gucken mal kurz hinten. Also das heißt GFK auf dem Dach, GFK hinten. Hier sieht man es auch eigentlich ganz gut, weil das GFK ist nicht ganz so eben wie das Alu. Das ist hier auch egal. Das heißt also, das Spiegelbild hier ist leicht wellig. Richtig, ja. Das ist aber halt GFK geschuldet, korrekt? Ja. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil viele wissen gar nicht, wie ist der Seitenaufbau, wie ist das Ganze. Habt ihr, ich meine, ihr macht das jetzt seit 5 Jahren, ihr habt Carrado seit 3 Jahren? Ja, so 3,5 Jahre ungefähr. Ja. Das Thema, das ist ein 3,5 Tonnen Fahrzeug? Absolut, also jetzt gerade hier dieses Modell der V337 kannst du unbedenklich, ist ein 2-Personen-Fahrzeug, kannst du unbedenklich mit 3,5 Tonnen bewegen. Ja. Ja, wir haben eben gezeigt, ihr habt ja noch Affinity als Marke, da sind wir immer bei den Kastenwägen ziemlich stark an der Grenze. Im Grenzbereich, das stimmt, ja. Ja, hat ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich der Kastenwagen selber schon einiges wiegt. Das kannst du auch nicht verändern, jetzt sind hier einige Änderungen noch mit drin, aber hier, da ist Ultraleichtbau im Spiel. Das heißt also, Carrado hat alles dafür getan, dass du die nicht reißt. Was haben wir denn für eine Zuladung? Das müsste ungefähr 600 Kilo sein. 2,850, 2,29 liegt der V337 ungefähr. Kann im Prospekt aber nochmal genau nachschauen, sage ich dir nachher. Können wir gleich mal machen. Ja. Die Markise ist dabei immer oder ist das Option? Bei den Sondermodellen, Carrado hat jetzt dieses Modell ja die Edition 15 vorgestellt. Das bedeutet 15 Jahre Carrado und bei den Sondermodellen ist die Markise beispielsweise mit drin. Verschiedene andere Features noch, aber genau. Das Fahrzeug steht immer auf Citroën? Die Van-Baureihe ja. Die etwas schmäleren Fahrzeuge mit 2,14 Meter Außenbreite. Also quasi das Zwischenstück zwischen einem Kastenwagen und einem teilintegrierten Reisemobil. Also vielleicht mal zusammenfassend. Wir stehen hier gerade vom Affinity Van. Der hat 2 Meter, was hat der, 20 ungefähr? 2,15? Ja, 2,15 sowas, 2,15. Ja. Und der hier ist genauso breit. Also eigentlich hast du einen teilintegrierten, der aber, man sieht das hier, keine Spiegelverbreitung braucht, sondern ich sag mal so schmal ist, dass du mit den Serienspiegeln fahren darfst. Richtig, ja. Also der ist sehr handlich. Also wenn wir gleich mal reingehen, man muss immer sehen, wir haben hier keine 2,40 Meter Breite oder 35, sondern die paar Zentimeter machen ihn natürlich sehr handlich, gerade was so südliche Länder angeht oder Schwaben. Definitiv, ja. Also das Modell, also die Van-Baureihe, die gibt es in 3 verschiedenen Grundrissen, der V132, V337 und V339. So, ich mache mal gerade zu. Das Ganze mal anschauen. Ja, der ist schon verkauft. Könnt ihr liefern dieses Jahr gut? Von dem V337 tatsächlich haben wir noch einige Bauplätze frei. Für Juli, August müssten die Autos kommen, ja. Da klär mich mal auf. Was heißt denn Bauplätze? Das heißt, ihr reserviert als Händler so praktisch Bauplätze. Da könnt ihr dann viel entscheiden noch? Oder ich sag mal. Ja, richtig. Also wir tun die Fahrzeuge vorkonfigurieren und bis zum Tag X können wir die Autos dann eventuell noch ändern. Chassis oder Aufbauausstattung. Das ist alles dann
noch möglich bis zu dem Tag X halt. Ja. So, der ist jetzt verkauft. Ich hoffe, der Kunde hat es gesehen, wie wir ihn ganz hart malträtiert haben. Nein, er weiß ja, dass da GFK drauf ist. Wieso hat er den noch nicht abgeholt? Das ist erstmal ein Ausstellungsfahrzeug. Wir müssen den eine Weile halten, bis wir den an Endkunde übergeben dürfen. So, und der hat ihn aber schon zugesagt. Das heißt also, der steht jetzt so das nächste halbe Jahr hier oder so? Ja, richtig, genau. Er weiß es. So, jetzt sieht man auch, hier vorne ist der Aufbau. Das heißt, du hast alles aus GFK. Heißt, teilintegriert, voll integriert, das ist auch eine Preisfrage. Also wenn du jetzt hier davor stehst, da trennen uns ja locker mal 6.000, 8.000 Euro, oder? Ganz klar, ja, ja. Also man muss wirklich sagen, die V-Baureihe bei Carrado ist super preiswert. Die Fahrzeuge liegen mit Ausstattung, sagen wir mal, um die 55.000 Euro. 55.000, also wie er hier steht, als 2-Personen-Fahrzeug, Ja. können aber 4 mitfahren, oder? Ja, ja, selbstverständlich, ist eine 4-Personen-Zulassung, ja. Die Länge von dem? 6,65 Meter, der 337. Ist extrem gefragt, muss man sagen. Also das sind Fahrzeuge unter 7 Meter, hat natürlich einen praktischen Vorteil, nicht nur die Fähre, sondern du kriegst dann auch mal Restplätze auf irgendwelchen Campingplätzen, die du einfach mit über 7 Meter einfach nicht kriegst, oder? Völlig korrekt, ja. Das ist übrigens eure Spielecke. Wir haben ihn mal eingefärbt, weil ich habe ihn gesehen, habe gesagt, komm, den erklärst du mir jetzt einfach mal, weil es muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Leute so auf Carrado stehen. Also die werden echt in Deutschland gebaut. Richtig, ja. Weil der Name suggeriert ja so ein bisschen, der könnte Spanisch sein, Italienisch oder sowas. Absolut nicht. Gehört zur Hümer-Gruppe und wie gesagt, Produktion ist in Neustadt. So, Rückfahrkamera, Serie? Nein. Carrado bietet ein Multimedia-Paket an, aber das kostet Aufpreis und wird bei uns hier im Haus nachgerüstet. Was ist dein Tipp, Funk oder würde Kabel legen? Die Kabelvorbereitung ist bei den Editionen serienmäßig mit an Bord. Da steht da Edition 5, heißt der? 15. 15, Ja. Verstanden. 15 Jahre Carrado, nehme ich an. Ja. So, V337, für was steht das 337? Oder ist das so eine Erfindung? Na, ob es jetzt genau für den Grundriss, also kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Diese Wandaufbau habe ich dich schon bekommen. Jetzt muss man sagen, es ist das erste Video, was du gedreht hast. Ja, richtig. Du standst schon mal vor der Kamera außer bei Affinity? Für ein YouTube-Video tatsächlich noch nicht. Gemein, oder? Also ich stehe jetzt hier. Ja, immer gut, das berichte ich auch immer gerne. Sag mal, Carrado und Etrusco, haben die irgendwas miteinander zu tun? Sind das ähnliche Grundrisse? Ja, ganz klar. Also Carrado, Sunlight, Etrusco gibt es, sage ich mal, sehr ähnliche Grundrisse. Sunlight und Carrado, die werden im gleichen Werk gebaut und Etrusco meines Wissens in Italien. Ja, das ist also, aber die sind ähnlich, sage ich mal. Was spricht denn jetzt für Carrado? Also habt ihr Stress mit den Autos? Weil du hast ja oft so Montagsautos, wo die Kunden dann zurückkommen und sagen, mein Gott, sie schreiben die ganzen Foren voll, Heizung kaputt, was gibt es so typische Sachen? Fernseher ist runtergefallen. Wie vorhin schon gesagt, also wirklich die Carrados, wir sind super zufrieden, wir haben kein Theater in der Werkstatt. Die Leute müssen wirklich nicht oft kommen, normaler Intervall, Dichtigkeitsprüfung und so weiter. Also echt passt einfach. Ja. Ja, das Schlimme ist, ihr seid ja auch greifbar. Das heißt also, ihr seid jetzt ein großer Händler hier, ihr könnt euch ja keinen Schrott vor die Tür stellen, sonst stehen die Kunden hier und die sind ja auch mal schnell mit dem Anwalt da, muss man sagen. Die kennen ja ihre Rechte, was weiß ich, 6-mal Ausbesserung und so und dann sagen die hier, ich will wandeln oder so. Das heißt, ihr müsst da schon gut überlegen, was ihr aufnehmt, oder? Ja, soweit versuchen wir es gar nicht erst kommen zu lassen. Ja. Also so viel Know-how haben wir in der Werkstatt, dass wir es nicht so weit kommen lassen müssen. Ja. Sehr schön. Ist er auf hinten? Hast du einen Schlüssel? Bitte? Ja, natürlich. Super. Wir machen wir mal hinten auf, da gucken wir mal rein. Denn ich habe schon gesehen, er hat 2 verschiedene Türen. Der eine Tür ist ein bisschen größer wie die andere. Und du kriegst wahrscheinlich dann hinten die E-Bikes rein. Da muss man natürlich ein bisschen Lenkergröße. Da ist das Licht. Kannst du mal gerade anmachen, wo es da ist. Das ist das Bordwerkzeug von Fiat. Richtig, das ist der Wagenheber. Beziehungsweise die sind sehr ähnlich, muss man sagen. Das heißt, das Chassis selber ist ja, glaube ich, ähnlich. Die Motoren sind dann jeweils von jemand anderem. Ja, richtig. Ja. So, hier unten ist so ein Boden, das sieht aus wie so ein... Ach, da ist eine Bespannung drauf. Jetzt gucke ich mal gerade. Da ist die Kurbel für die Markise. Da ist die Befestigungsösen mit drin. Und jede Menge Staufächer. Die Markisenkurbel kommt noch hier an der Seite dran zu montieren. Die macht ihr noch fest? Ja, richtig, jeweils. Genau. Da sind dann so Halter mit dabei, dass man die schön an der Seite... Wenn die jetzt kommen, das heißt, die Kunden bestimmen ja, will ich einen Fernseher haben, will ich keinen, die sind meistens nicht ausgerüstet. Das entscheidet der Kunde zum Schluss, oder wie? Fernseher, Multimedia und sowas, Router. Also jetzt gerade bei der Edition 15 ist
der Fernseher und die SAT-Anlage serienmäßig mit an Bord. Also dabei. Richtig, das ist schon mit dabei. Wird das noch viel gefragt in der heutigen Zeit? Also es wird zwar tatsächlich immer weniger, aber der ein oder andere möchte es gerne haben, ja. So, komm, wir gehen mal rein. Da ist ein Absauber drin. Ich kann schon sehen, hier ist der Landstromanschluss. Er steht auf Gas. Kannst du mir mal zeigen, wie die Gasflaschen rein und rausgeholt werden? Weil es ja ganz oft, dass die Leute sagen, die stehen wahrscheinlich hintereinander hier, anders wird es nicht gehen. Ja. Zwei Stück. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will so einen Schlitten haben, könnt ihr sowas machen in der Werkstatt? So einen Schwerlastauszug? Ja, das können wir machen. Das haben wir auch schon mal bei einem Carrado verbaut. So, Duo-Control ist dabei? Nein, die können wir Mono- oder Duo-Control können wir selbstverständlich nachrüsten. Das ist kein Problem. Preis, was kostet sowas? Die Duo-Control liegt circa bei 550 € mit Einbau. Das heißt, ich darf den nicht während der Fahrt betreiben, die Heizung. Die muss ich ausmachen dann. Richtig, genau, weil halt einfach kein Crash-Sensor drin ist, ja, und du dann die Gasflaschen eben zudrehen musst während der Fahrt. Also Der steht stets auf Gas oder gibt es auch die Option Diesel? Heizung? Nein, das gibt es nicht. Gibt's nicht. So, Fenster, ich guck mal gerade. Die sind außen drauf. Soweit habe ich das verstanden. 6 Meter und wie viel Meter? 65. 65. 65. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Hier vorne, es hat kein Fenster. Übrigens kommt das vielen sehr entgegen. Die Tür ist relativ spartanisch, die da ist. Aber auch hier könnt ihr einiges nachrüsten. Das heißt also, wenn jemand einen Papierkorb haben möchte, es geht. Natürlich, also von HeroSafe beispielsweise können wir das Schloss da montieren. Da gibt es extra für Carrado so ein Nachrüstkit. So, bitte aber vorher das Fliegengitter zumachen. Das zeigen wir mal gerade. Das ist das Fliegengitter. Okay, das ist aber Serie. Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Die Außenbeleuchtung auch. Gut, komm, wir gehen mal rein. Ja. Das ist die Trittstufe. Du wiegst ca. 85 Kilo, geh mal drauf. Das ganze Fahrzeug. Bist natürlich hier unter 3,5 Tonnen. Das heißt, so Hufstützenanlage, 1000 Extras und so, die gehen ja ins Gewicht. Ihr beratet die Kunden da schon fair. Also die Zuladung ist ja jetzt nicht, dass du da, ich sag mal, noch ein Auto hinten reinparken kannst oder so. Ja. Nein, ganz klar. Das ist auch quasi kein typisches Fahrzeug, wo jetzt so extremes Zubehör verbaut wird, dass man irgendwo in den Bereich kommt. Er hat einiges ja schon drin. Ist Klimaanlage, fragen die Leute danach öfter? Ja, doch, ab und zu kommt es auf jeden Fall. Es kommt auf den Grundriss drauf an, wo wir sie dann setzen. Ob wir dann extra Loch ins Dach machen oder ein bestehendes Dachfenster nehmen. So, ich zeig mal gerade. Also typischer Aufbau, Doppelboden vorne, den du hast. Du hast eine Luftheizung drin hier. Ja. Genau. Da ist die Truma Kombi 6 drin. Eine 6. Genau. Aber nicht das CP Plus, das digitale Panel, sondern das Drehrädchen. Ganz großer Fan vom Drehrädchen, das weißt du Ja. noch nicht. Als dein Vater nämlich eben, der hat am CP Plus nämlich wieder mal versucht, irgendwas zu programmieren, obwohl ihr das schon 1000-mal gemacht habt. Ich bin zu blöd dafür, ich kann das nicht. Wobei es ganz einfach ist, es gibt an der Volkshochschule Aachen so Abendkurse, Bedienung CP Plus, was da ist. Okay. Sind das jetzt Husten, die drauf sind, oder sind die Sitze so bezogen? Das heißt, sind das jetzt Schutzbezüge, die drüber sind, oder sind die komplett? Die sind so, also die werden so ab Werk geliefert mit diesem Überzug. Da ist ein Überzug drüber. Genau. Das heißt, ich kann den abnehmen, reinigen, das geht? Habe ich noch nicht probiert, aber es sind an der Seite Reißverschlüsse dran. Das müsste Das ganz große Malheur, das da ist. Es sieht aus wie Husten, die drauf sind. Dann hast du nochmal Klimaanlage, Fahrerhaus ist mit drin. Ja, die ist serienmäßig mit an Bord. So, jetzt ist ein Schaltgetriebe, gibt der nur als Schalter dann, oder? Die Citroën-Modelle werden ausschließlich als Schalter angeboten. So, jetzt ist kein Radio, haben wir ja eben drüber gesprochen, da sind die Kundenwünsche ganz verschieden, oder? Ja, richtig. Da gibt es wirklich von kleine Systeme nur mit Apple CarPlay, Android Auto oder große Systeme. Genau, gibt es unterschiedliche Raten. Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, das ist ja heute das Thema. Wir haben ja keine 70.000 Euro. Fernseher ist mit drin, SAT-Anlage ist mit drin. Lithium ist da nicht drin, oder? Das AGM? Richtig, das ist eine AGM und ich meine, das Ladegerät von Carrado ist auch nicht kompatibel mit Lithium-Batterien. Ja. Das heißt, ihr müsst das Ladegerät rausschmeißen, Ja. Wahrscheinlich den Elektroblock auch komplett? Haben wir bei einem Carrado noch nie eine Nie gemacht. Lithium-Batterie eingebaut, ja. Haben wir Das heißt- dort nicht gehabt. Das heißt, die Leute stehen dann nicht so autark wochenlang, sondern die haben meistens einen Stromanschluss, einen kleinen. Da geht es ja oft nur um Heizungsbetrieb, wenn überhaupt. Und die Kaffeemaschine, Wechselrichter, wird das nachgefragt?
Bei Corrado auch eher weniger. Wechselrichter ist an sich kein Problem, das können wir montieren, aber du kannst jetzt ja hier auch bei dem Fahrzeug eine zweite Aufbaubatterie AGM montieren, eine Solaranlage ist selbstverständlich, das ist möglich. Ja. Also das ist eher so Solar, zweite Batterie, das kommt schon mal vor. Das kommt deutlich mehr vor, ja. Okay. So, gehen wir mal auf die Basics. Das Ganze ist der klassische Grundriss, wie du den hier hast. Also wie ich das so kenne, rechte Seite, Sitz drehbar. Panoramafenster auf Wunsch, oder? Nein. Geht nicht. Nein, nicht bei der V-Baureihe. Okay, das heißt, da haben die sich gewusst dann abgesetzt. Aber vielen langt das ja auch. Die sagen, brauche ich gar nicht. Ganz klar, ja. So, aber der Fernseher ist schon mal mit drin. Große Schränke. Ziehen, oder? Ja. Gott, also weiß. Beleuchtung, ich guck mal gerade. Ist sie dimmbar bei dem? Nein, die Beleuchtung ist nicht dimmbar. So, ist aber warm weiß. Das sieht man sehr schön an meinem. Ich setze mich mal gerade hier hin, dann kann ich das mal zeigen. Du hast eine ganz offene Blickachse, das gefällt mir gut. Längsbetten. Der ist sehr offen, ja. Der ist klasse. Auto wirkt unglaublich riesig, wenn du drin bist. Ein Schaut-Elektroblock, gut, da kannst du auch nichts falsch machen. Keine Ahnung, wie viele Milliarden Mal der verbaut wurde. Ja. Das ist irgendwie. Hier sind Ablagefächer noch oben drüber. Verdunklungssystem von Remy ist drin. Was habt ihr vorne drin? Auch Remy? Ich guck mal gerade. Ja. Ja, ist auch drin. Beidseitig. Aber die sind in der V-Baureihe sind die Remy-Flair nicht serienmäßig, die sind aufpreispflichtig. Was machen die Leute sonst rein? So, also wenn die jetzt gar kein System drin haben? Also tatsächlich rüsten wir nur Remy-Flair nach, wenn wirklich nichts drin war. Früher wurden die Fahrzeuge, konntest du die Remy-Flair nicht ab Werk mitbestellen, dann haben wir genau diese nachgerüstet, ja. Okay. Das heißt aber Fliegengitter ist Serie, oder? Ja, richtig. So, gucken wir mal. Kühlschrank haben wir schon festgestellt, ein AES. Also geht mit Gas, 12 Volt und 230 Volt. Da fragt auch keiner jetzt einen Kompressor oder so. Das wird dann in der Baureihe nicht gefragt. Nein, bis jetzt hatte ich das noch nicht. So Werterhalt, wenn ihr Gebrauchte kriegt noch gutes Geld für, oder? Also wie gesagt, gerade dieser Grundriss, der V337, der ist super gefragt. Die sind wertstabil, kann man wirklich bestätigen. Und hier nehme ich an, ist Spüle und Gasfeld in einem. Ja. Da habe ich immer so moderiert, ganz leicht zu reinigen. Das heißt, du kannst direkt in die Spüle abschieben. Okay. So, die Piezo-Zündung dafür hat es ja nicht gelangt, oder? Nein, das ist nicht drin. Heißt, ich brauche immer noch so ein kleines Feuerzeug. Genau. Das kann man überleben. So ist es. So, Längsbetten. Wenn du mal kurz vorgehst, du bist über 1,80 Meter. Genau. Folie ist drauf. Einstieg dann hier. Jetzt hier die längere Seite. Ah, es gibt eine lange und eine kurze? Richtig, genau da auf der Seite. Die ist ein paar Zentimeter, 5 Zentimeter kürzer im Badbereich. Aber du hast hier wirklich Platz. Und in der Mitte kannst du quasi hier noch erweitern. Du ziehst es raus und tust das Zwischenpolster hier dann noch rein. Ja. Und dann gibt es eine kleine Leiter, wo du dann schön ins Bett hochkommst. Ja. Also wir haben also eigentlich den meistverkauften Grundriss. Wir haben Längsbetten, wir haben eine kurze Bauform, wir haben einen günstigen Preis. Ja. Wir haben viel Stauraum an der Seite. Sie haben auch jetzt zum Glück jetzt nicht alles hier mit Schränken zugebaut. Was ich mir manchmal wünsche, ist, dass hinten keine Schränke sind. Aber das, ich glaube, die Leute wollen das, oder? Ja, das ist wirklich, also ich würde mal sagen, wichtig. So, wenn du jetzt hier sitzt nämlich und du willst ein Buch lesen und so, da die Schränke werden halt immer so ein bisschen im Weg. Aber ja. wenn du gerade so nett mal so einen Schrank mal aufmachst, kurz mal reinschauen. Ah, das ist eine Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung für die Kamera. Genau, da liegt das Kabel für die Rückfahrkamera, ja. Weil das wäre ja Frevel, wenn ihr das jedes Mal nochmal durch den Laden ziehen müsstet, ja. Das ist eine Sauarbeit, absolut. So, die Markise kommt ab Werk oder habt ihr Die die Markise aufgemacht? kommt ab Werk, ja. So, hab mal einen Blick hier drauf. Ja, dann hast du auch nichts zum Zuziehen. Das heißt, du hast hier einen Vorhang. Genau. Klassisch, kannst dich so ein bisschen vereinzeln wie in der First Class. Wird ja auch nur zugezogen, gibt es ja auch nichts anderes. Aber der Grundriss, wenn du jetzt hier liegst und du bist hier am Chillen, der eine guckt dann RTL. Was läuft gerade bei RTL? Du kennst dich ja aus. So viel Free TV gucke ich nicht. Du bist 25, ja, da frage ich. Ich habe jetzt einmal Pro7 geguckt. Weißt du, was ich gesehen habe? The Biggest Loser. Ja. Das ist die letzte Staffel, weil ich Join habe. Kennst du Join? Ja, Join kenne ich, ja. Kennst du? Und da war ich dann da. So, der eine guckt dann mit dem Tablet und Kopfhörer, kann gucken und der andere kann vorne was machen. Du kannst ja schon ein bisschen aus dem Weg gehen hier, ne? Auf jeden Fall. Und du kannst halt den Fernseher dann da schön rausziehen, dann ist der hier mittig und kannst von hier hinten neben dem Fernseher schauen. Ja? Mach mal. Ich will das mal zeigen. Das heißt, der hat so ein Gelenk. Ah ja. Ja. So.
So, also ich werde das Video nennen, die günstigsten Wohnmobile made in Germany. Das kann man aber mit Fug und Recht behaupten. Das heißt also, wir sind made in Germany. Ja. Wir haben zwar, da oben ist das Drehrädchen und das habe ich nicht aus Flachs gesagt. Das erste, mit dem ich klarkam, war das Drehrädchen, weil das hat 2 Rädchen. Das weiß ich nämlich. Das eine ist fürs warme Wasser und das andere ist für die Temperatur. Dann kannst du irgendwie noch einstellen, 60, 40 Grad, Ende. Ja, Easy. total easy. Also genau mein Style. So, kommen wir mal auf die Küche, dass wir das mal sehen. Sag mal, du hast da oben so ein Putzlicht, gell? Was man mal aktivieren kann. Moment. Lieber Miljan. Ja. So, da können wir noch ein bisschen heller machen. Da ist jetzt maximal an. Mach mal bitte hier auf. Da ist eine Tür drin. Also eine Schublade, eine große habe ich. Ja. Anschlussmaterial. Besteckfach, ja. So, dann Mülleimer. Mülleimer, ja. Also brauchen wir nicht an die Tür schrauben. Bitte mal einen Kühlschrank öffnen. So, der geht natürlich nur, Ja. der geht natürlich nur zu einer Seite auf, ne? Der geht nur von einer Seite auf, richtig, ja. Schlimm. Die ging ja immer nur zu einer Seite. Ich weiß irgendwie, seitdem es beide Seiten öffnen Kühlschränke gibt, da will jeder das haben. Bitte mal oben öffnen. Cool. Ja, das wird dein Vater freuen. Da hat er Ausbildung gemacht bei Häfele. Die Beschläge. So, aber große, viel Platz. Hier unten ist noch so ein Rausfallschutz. Ja, kannst du Töpfe, aber für Töpfe würde ich sagen, wäre dann. Nimmst du hier unten Da unten. das Fach, ja. Ist das hier ein Kleiderschrank Das eigentlich? ist ein kleiner Schrank. So ein kleiner. Ich mach mal auf. Dass wir da mal reingucken können. Aber jetzt merkst du schon, so ein kleines bisschen merkst du, weil wir uns gegenseitig so ein kleines bisschen schon aus dem Weg gehen müssen. Das heißt also hier 2 Leute zeitgleich nebeneinander stehen, in Längsachse geht nicht. Also das ist... Gut, du merkst halt, durch das Auto ist schmäler einfach und diese paar Zentimeter, die merkst du. Aber für mich wäre das, ich würde das Fahrzeug einem Kastenwagen vorziehen. Absolut, zumal vom Preis her bist du... Der Kastenwagen ist einfach deutlich teurer. Du hast viel mehr Wohnmobil von so einem Fahrzeug. Ja. Das ist brutal. Gut, man kann es auch nicht mit dem Affinity vergleichen, dafür kriegst du fast 2. Ganz klar, so ist es. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, wir gucken uns nochmal das Bad an. Denn, weißt du, wenn ich da so eine Überschrift macht, das wahrscheinlich günstigste Wohnmobil made in Germany, da muss man ja ausnahmsweise mal irgendwas finden, was denn nicht so ist wie bei den anderen. Es gibt Unterschiede, muss man schon sagen. Fängt an bei der Duschkabine. Lass dich gerade mal durch. Ja, mach mal bitte auf. Er hat hier das Schwenkbad. Da kannst du so einen Riegel nach vorne drücken. Boah, als ich das erste Mal gesehen habe, vor, keine Ahnung, einem Jahr, da habe ich erst mal gesucht. Ich meinte, wo ist denn jetzt die Dusche? Ja. So, aber irgendwann war der Witz vorbei. Da kann man das sehen. Also hier ist ein kleiner Schrank an der Seite drin. Der ist hier. Ich mache den mal auf. Oh, das Bad ist geräumig. Ich finde das jetzt nicht zu klein. So, die Tedford Kassettentoilette, die ist hier. Ein Echtholzrost. Hey, hey. Aufpreispflichtig. Echt? In der Serie. Was ist das kostet? 69, 79 Euro ab Werk. Ja gut, dafür ist es wahrscheinlich CNC gefräst oder was auch immer. Wir bestellen den immer mit. Der wertet einfach auf. Es ist angenehmer, da drauf zu stehen. So, und das ist denn die Tür, die klappst du raus, wenn du jetzt hier umlegst. Das heißt, also hier hast du dein Bad. On-Off ist fürs Licht eigentlich hier, der Schalter? Ja. Okay. Mach mal auf. Und das ist das Schwenkbad, was aber irre groß ist. Geh mal rein. Weil ich fahre ja zurzeit auch einen Kastenwagen, ich will nicht sagen welchen. Da habe ich immer große Probleme, mich umzudrehen oder mir die Füße zu waschen. Das hat mir eben übrigens, deswegen habe ich gesagt, wasch dir mal die Füße Ja. in einem Affinity Van. Aber hier hast du irre Platz. Mega. Das ist super. So, und das heißt, guckt hinten raus, da ist die Dusche. Tankvolumen, was hat sowas? Der Carrado? Beim V muss ich nachschauen. Die teilintegrierten haben 120 Liter. So um die Beim 100 V Liter. muss es etwas kleiner sein, so um die 100 Liter, ja. Ich bin übrigens jetzt das erste Mal mit 100 Liter gefahren und kam eine Woche aus. Trick ist, nicht voll aufdrehen. Vorher die Heizung, du kannst, glaube ich, vorher das sehr heiß machen, das Wasser. Das geht. Richtig, ja. Ja, man kann es aufheizen. Und ja, und dann vielleicht auch mal die Dusche ausmachen, wie das früher war bei meiner Oma. Weißt du, da hast du die Haare gewaschen, dann hast du sie ausgemacht. Nicht durchlaufen lassen, ganz wichtig, ja. Ja. So, oben dieser Bügel, was hat der für eine Funktion? Was kann man damit Das ist halt einfach ein Handtuchhalter, wenn du quasi
vom Strand, wie auch immer, kommst, dass du deinen Badeanzug oder Handtuch aufhängen kannst. Aber nicht gedacht, um die ganze Garderobe da abzuliefern, ne? Das hält er wahrscheinlich nicht Ja, aus. ich schätze mal, dass du wenn du jetzt im Winter weg bist, deine Skijacken aufhängen. Das geht auch. 1, 2 Jacken, das müsste schon gehen. Ja. So. Ganz wichtig, guck mal hier, Kleiderhaken, die da sind. Großer Spiegel von oben nach unten, wo du dich witzigerweise auch komplett siehst, wenn du den richtigen Winkel wählst. Das ist da. Und das ist zum Rausklappen so ein Spritzschutz, gell? Wichtig, dass eben auch hier das Holz an der Seite noch geschützt ist. Prima. Feedback von den Kunden? Die sind happy, oder? Definitiv. Wie gesagt, also wirklich positives Feedback. Die Alternative wäre jetzt ein Kastenwagen, der da ist. Aber ihr könnt beides ja mal zeigen. Das heißt, der Kunde kann mal einen Kastenwagen rein, der geht hier rein. Ich glaube, danach ist er geheilt. Was spricht er vom Kastenwagen? Dann noch. Also wie gesagt, ich bin totaler V-Fan, aber es muss jeder selber entscheiden, was für ihn passt. Ja. So, komm, wir gehen mal raus. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Aber das ist jetzt mal egal. Das einfach mal zeigen. Also, das ist der V. Das ist das Schöne bei Carrado. Steht immer irgendwo vorne drauf. Hinten steht es drauf. 337? Ja, das steht drauf, V337. 337. Preis bei euch? So roundabout um die 55. Kommt auch einfach darauf an, wie die Autos dann nachher ausgestattet sind und ab Werk bestellt wurden. Also, das heißt, ich lege dir 55.000 € auf den Tisch. Dann kann ich sofort einen mitnehmen. Naja, nee, sofort nicht. Der ist ja verkauft, aber die nächsten kommen. Dann geht's. Was denkst du, Lieferzeit? Krieg ich dieses Jahr noch einen? Dieses Jahr kriegst du definitiv noch einen bei uns. Ich glaube, dass wir noch so 5, 6, 7 Stück im Vorlauf haben von den 337. 337. Ja. Gibt weitere Baureihen. Wie unterscheiden die sich wesentlich? Länge? Es gibt noch den 339, der ist 6,86 Meter. Der hat hinten halt das Queensbett drin. Und dann den V132, der hat hinten ein Querbett, der ist nur 5,95 Meter lang. Ah, der ist noch kompakter. Ja, der ist noch kompakter. Als teilintegrierter. Als teilintegrierter Van. Ja. Habt ihr den da eigentlich? Nur den 339. 339. Das Ja. heißt also, es ist ja so, da sagen die Leute wieder, naja, Queensbett, kennst du ja, der Deutsche will ja Längsbetten haben, ja, der will sich aus dem Weg gehen und so weiter. Ist schon so, oder? Die meisten gehen als Längsbetten raus. Ja, du hast halt einfach die Heckgarage ist höher. Ja. Wobei für mich persönlich, ich würde immer das Queensbett wählen. Ja. Warum denn? Erklär mich mal auf. Also Das fühlt sich an wie zu Hause, oder? Ja, definitiv. Ich war letztens mit meiner Freundin unterwegs im 339 in unserem Mietwagen. Es ist einfach gechillter, es ist schöner, ganz klar. Okay, verstanden. So, und hinten hast du es da. Also, wenn ihr wollt, kommt nach Rottweil. Sag mal, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt so einen Grundkurs Verhandeln. Du kommst ja aus der Automobilbranche. Ja. Geht da noch viel? Oder ich sag mal, ist die Nachfrage hoch? Nachfrage ist definitiv hoch. Leider wurden uns auch einfach viele Bauplätze gestrichen, ja, sodass auch die Umsätze einfach fehlen. Aber bei der V-Baureihe sind quasi keine Nachlässe da, weil die Fahrzeuge so preisaggressiv sind. Ja. Okay, das heißt, ihr kriegt ja vom Hersteller wahrscheinlich 50% Nachlass als Händler. Genau. Nee, aber das ist hart kalkuliert. Das heißt, man muss schon viele umsetzen und dann werden dir noch die Bauplätze gestrichen. Ist das denn so, dass du dann sagst, naja, nehmen Sie nicht, der ist nicht so gut, kaufen Sie einen, was noch ein Programm ein bisschen teurer? Was habt ihr noch? An Carrado oder allgemein? Allgemein. Achso, wir haben noch die Marke Malibu im Haus, die ist natürlich noch etwas teurer. Okay, kannst du sagen, kaufen Sie Malibu. Aber das ist ein genau. Van, oder? Nein, das ist kein Van. Sowohl als auch. Ja, Okay. Richtig. Sehr schön. Ja, das Ganze, du hast angefangen im Bereich Automobil, muss man sagen. Richtig, genau. Ich habe Automobilkaufmann gelernt, war Markenverantwortlicher für die Marke Volvo und bin dann irgendwann mal umgesattelt aufs Reisemobilgeschäft und ja, genau. Jetzt bist du 25. Wann ging das los, Reisemobil? Also, Da warst du 22. ja, 22 und mit 16 habe ich mit dem Auto angefangen, also So, und jetzt im Prinzip der erste Kunde, der bei dir was gekauft hat, kannst du dich noch daran erinnern? da kann ich mich noch dran erinnern, Vorname? absolut. Ich Wie habe ist er? ganz schön geschwitzt, weil ich einfach vom Produkt noch nicht so viel Ahnung hatte. Ja, das war witzig, ja. Und der Kunde war nett zu dir, hat er gesagt? Ja, ganz klar. Habe ich gleich gesagt, das ist mein erstes Auto. Ja. Wenn die Unterschrift da ist. Ja, aber ihr seid ein Familienbetrieb, das ist ziemlich cool. Die Schwestern studieren, oder? Richtig, ja. Die Schwestern studieren in Stuttgart. Aber ich weiß, Peter ist ja hier mit im Betrieb, dein Papa. Die Mama ist auch da, die habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, genau, die ist Und- auch im Betrieb.
das ist trotzdem, macht ihr viele Einheiten. Also das ist da. Also ihr habt Carrado was habt ihr noch? Wir haben Carrado, wir haben Detlefs Wohnwegen, wir haben Malibu, wir haben LMC, wir haben Affinity. Jetzt hoffe ich, ich habe nichts. Das war's. Ja, okay, genau. Super. Ja, heute 13. Januar 2022, erstes Video. Ich war mindestens genauso aufgeregt, muss ich sagen. Aber der Carrado V337 Edition 15 2022. Und ja, rufen Sie ihn am besten an. Vielleicht hat er ja noch einen für Sie. Ja, 55.000 € plus Ausstattung. Tschüss. Ciao. Ciao.